Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was vielleicht nicht so viel direkt auf den Schirm haben, aber wirklich sehr wichtig ist für Bonsai. Und zwar geht es um Moos. Was für Moos kann man verwenden für Ausstellungen oder einfach für Fotos, damit es gut aussieht? Welches Moos ist eher ungeeignet? Und gibt es vielleicht noch andere Moossorten für andere Gegebenheiten? Das gucken wir uns jetzt an. So ein Moosteppich in der Schale sieht nicht nur schön aus, sondern versteckt natürlich nochmal das Bild vom Miniaturbaum auf einer Wiese und bietet gerade im Sommer nochmal Schutz vor Verdunstung und deckt das teils sehr grobe Substrat ab. Wer jetzt allerdings sofort zu seinem Rasen hechtet oder in den Wald, um da Moos zu besorgen, den muss ich allerdings enttäuschen, denn dieses Moos ist leider völlig ungeeignet für Bonsai, da es sehr viel Wasser benötigt und sobald es trockener wird, würde es sofort braun werden. Und es wächst halt auch ziemlich hoch. Ebenso ungeeignet ist das sogenannte Lebermoos. Das ist vor allem auch ein Anzeichen, dass der Ballen des Bonsais zu feucht war und sollte daher immer entfernt werden. Ein weiteres Moos, was zumindest wirklich als Moos verkauft wird, ist das sogenannte Sternmoos, was halt auch, wenn es noch klein ist, sternförmig wächst. Das ist allerdings kein Moos, sondern ein Mastkraut, was auch sehr tief wurzelt und das sollte ebenfalls eher entfernt werden. Das Sternmoos wächst zwar relativ flächendeckend, sieht dann aber auch schnell nicht mehr so gut aus und dadurch, dass es so stark wurzelt, ist es natürlich auch ein Wasser- und Nahrungskonkurrent für den Baum. Die Moossorten, die wir jetzt wirklich suchen, die finden wir hier. Und zwar alle Moossorten, die auf Stein wachsen. Das sind auch die Moossorten, die mal kurzzeitig trocken werden können. Die lassen sich ganz schnell wieder befeuchten und dann wird das auch wieder grün. Die lassen sich dann auch ganz schnell, ganz einfach abkratzen. Teils eben auch in diesen großen Platten, wodurch man ganz schnell auch große Ballen einmal abdecken kann. So ein Moosstück kann man dann einmal reinigen, da meistens noch kleinere Stauden oder ähnliches da drin wachsen. Und da die einzelnen Platten teilweise etwas sehr dick sind, kann man das einmal flacher machen. Zum einen einfach auseinanderdrücken und zum anderen kann man auch einfach was von dem Boden abschneiden. Wenn man das Moos dann einmal auflegen möchte, kann man sich das einfach zurechtzupfen und andrücken.
Passendes Moos kann man auch sammeln und dann einfach auf etwas Substrat legen. Wenn ich Moos entfernen muss, weil ich Bäume umtopfe oder ähnliches, mache ich es auch einfach teilweise ab und lege es auf in andere Schalen, wo noch nicht so viel Moos wächst. Zum Herbst hin sind viele Schalen dann komplett voll mit Moos und bilden richtige dicke Polster. Da sollte man das Moos dann einmal entfernen oder zumindest teilweise entfernen, damit die Wurzeln über den Winter anständig atmen können und damit der Ballen auch nicht so feucht wird. Die Wurzeln, die man hier sieht, das sind übrigens die Wurzeln der Rose und nicht des Mooses. Die Wurzeln wachsen dann also wirklich auch in das Moos hinein und holen sich da teilweise auch ein bisschen Feuchtigkeit mit. Ein weiteres sehr nützliches Moos ist das sogenannte Sphagnummoos. Das ist bereits aufbereitetes Moos, wo keine Keime oder ähnliches mehr drin ist. Das gibt es dann so gepresst zu kaufen, lässt sich auch für andere Pflanzen wie Orchideen und so weiter verwenden. Und das nutzt man dann vor allem zum Abmoosen oder für Pflanzen, für Bäume und Beiställer, die es etwas feuchter lieben. Das Spackenmoos braucht man nur etwas anfeuchten und dann kann man es auch schon verwenden. Und wie man hier sieht, nimmt es wirklich auch sehr viel Wasser auf und ist damit wirklich super zum Abmoosen oder für Pflanzen, die mehr Feuchtigkeit brauchen. Wenn ihr noch Fragen oder Vorschläge für zukünftige Videos habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!